Let's go. Let's go! So, heute wollen wir euch nochmal, wir sind jetzt im Abreisefieber, deswegen haben wir einigermaßen aufgeräumt, nachdem wir es hier komplett verwüstet haben. Ja. Wollen wir euch mal das Apartment hier vorstellen, das wir ergattern konnten auf Empfehlung. Sehr geräumig, mit einem sehr übersichtlichen Fernseher von Engel, der weltberühmten Marke, ne? Aber wir haben zumindest fast mehr deutsche Sender als zu Hause. Unsere Lieblingssendung übrigens, Bares Ferraris, läuft hier quasi den ganzen Tag auf ZDF Neo. Haben wir jedes Mal zum Frühstück geguckt. Da unten sind ein paar englischsprachige Romane sogar drin, falls man besonders viel Langeweile haben sollte. Hatten wir jetzt zum Glück nicht. Ein paar Sessel, die werden eigentlich nur als Leergutablage genutzt. Die mega unbequeme Couch. Man hier eine Weile drauf sitzt, dann schlafen einem beide Backen ein. Und ich meine nicht die im Gesicht. Bedauerlicherweise. Ja. Und das Tolle ist auch noch, das verrutscht hier so schön, diese komischen Polster. Die sind irgendwie nicht zusammenhängend. Das sind nur 6 Polster irgendwie, rechteckige, die zusammengenäht wurden unter einem Laken. Und ja, wenn man sich hier irrtümlicherweise mal draufsetzt. Ja, ich muss mal hier lästern, ne? Ja, weil alles ist nicht alles Gold, was glänzt. Postkarten, die wir noch wegbringen müssen. Ansonsten volle Küchenausstattung. Wir haben einen Backofen, eine Mikrowelle, Kühl-Gefrier-Kombi, die so gut wie nicht genutzt wurde. Toaster, der sehr viel genutzt wurde. Wir haben uns jeden Tag ein Bimbo gegrillt. Was gibt es denn hier noch? Was gab's denn noch? Ein Waffelei, also Sandwichmaker, ein paar schlabbrige Handtücher. Ferry war noch übrig. Kaffeemaschine, Wasserkocher, die wir nicht genutzt haben. Hier ist einiges an zusammengewürfeltem Geschirr drin, das wir allerdings ja eigentlich erstmal abspülen mussten, weil der hier war es, glaube ich, der ist ziemlich schmockig. Also da sind so komische gelbe Pollenreste drauf. Nicht so geil. Aber was mich positiver gestimmt hat, ein Super Mario Glasbecher. Wunderschön. Hier der wunderschöne Esstisch mit Stühlen, die dezent weniger bequem sind, aber immerhin noch besser als das Sofa da hinten. Dann geht's weiter in den tollen Flur. Links das Zimmer, das wir überflüssigerweise mitmieten. Das ist ein Kinderzimmer für 2 Kinder. Wandschrank, Lampe und spektakulär, ne? Dann auch ein sehr geräumiges Klo. Hallo, schöner Mann. Waschbecken. Es gibt Handtücher, die hier vorbereitet sind nicht mehr die neuesten, so Qualität altes Hotel, ne? Nicht mehr so ganz weiß, aber immerhin sauber, wie das ganze Apartment auch. Wir haben eine Waschmaschine, allerdings ohne Spülmittel, müsste man dann jetzt dazu kaufen. Eine sehr geräumige Dusche, allerdings ohne Ablage für unser Zeug. Das mussten wir dann da oben deponieren, also für kleine Leute vielleicht nicht so geeignet, aber die haben es auch nicht so weit zum Boden, die können sich bücken. So, und last but not least, where the magic happens, wie meine Frau gerne sagt, das Schlafzimmer. Ebenfalls sehr geräumig, kann man nicht meckern, riesiger... Ja, habe ich gerade gesagt. Papagei. Riesiger Wandschrank mit jeder Menge Bügel, also kann man nicht meckern, wobei man könnte Angst haben, dass da ein Monster drin sitzt. 50% von uns hatten Angst, dass da ein Monster drin sitzt. Ja, kleine Beistelltischchen mit Lampen. Meine Lampe geht allerdings nicht mehr. Ich bin der Einzige, der lesen wollte abends. Konnte er nicht, weil hier, keine Ahnung, Kabelbruch. Das ist der berühmte Altar, ne? Der Opferaltar, von dem ich schon berichtet habe. So, da kann man sich nicht drauf werfen, weil sonst bricht man sich alles. Ich habe es mal trotzdem gemacht. Und ich habe zumindest jede Nacht Becken-, Schulter- und Rückenschmerzen. Und wacht mindestens 20 Mal auf. Ich belege euch das mal anhand dessen, wie ich das schon versucht habe, dem entgegenzuwirken. Decke Nummer 1 und Decke Nummer 2 vierfach gewickelt, ne? Hat nicht geholfen. Ja. Und hier oben sind übrigens auch 2 Decken, weil es hier so arschkalt drin ist. Ist ja eigentlich eine schöne Sache. Ohne Klimaanlage und so weiter, dass es hier angenehm drin ist. Aber dann kriegt man als Bettdecke halt nur so einen Laken, ne? Wie das in so, ich sag mal, wärmeren Ländern, ich habe mein Handy wieder vergessen, nicht unüblich ist. So viel zu diesem Apartment. Lage ist
Schatz, wie würdest du sagen, ist die Lage? Ich fand die Lage gut. Du fandest die Lage gut. Ja. Also innerhalb von Arietta hätte ich jetzt gesagt, ist die Lage gut. Ja, kann man nicht sagen. Also wir sind hier direkt an der Hauptstraße, sage ich mal, gelegen, aber noch so weit davon entfernt, dass wir den Lärm nicht abkriegen. Katze. Und wir sind innerhalb von 2 Minuten zu Fuß am Strand. Ja. 3 Minuten zum Supermarkt, allerdings wenn man den hier an der Tankstelle nimmt, 1 Minute, der ist genauso günstig oder teuer, wie man es nimmt. Von daher, das sind die beiden Punkte in Arietta, die es gibt, wo man hingehen kann als Touristen. Ne? Ja. Restaurants sind auch direkt ja, am Strand. Die sind am oder Strand. Halt eben genau. auch Richtung Supermarkt, 3 Minuten entfernt. Es ist halt ruhig, es ist kein Touri-Ort als solches. Also wir sind hier nicht in Puerto del Carmen, wir sind hier nicht Playa Blanca. Es ist ein bisschen ab vom Schuss, aber also ich fand's gut, mir hat's gefallen, weil wenn man Action haben wollen würde, wenn man besoffene Engländer gerne um sich hat, dann kann man immer noch jeden Tag einen Ausflug machen. Man muss halt, genau, man muss halt sagen, hier kommt man sowieso nur mit einem Mietwagen hin, weil hier sind keine Hotels, das sind alles Apartments, die man sich hier mieten kann. Ja. Das heißt, hier fahren keine Busse mit zig Touris hin, man muss hier eben mit dem Mietwagen hin. Entsprechend ist man dann halt auch mobil, um irgendwo anders hinzukommen, wenn man denn eben Party haben möchte. Costa Teguise, so die Hochburg für englische Touristen, da sind Bars, die bis 4 Uhr aufhaben, wo man super Saufangebote hat, also das ist so eine Partystadt auf jeden Fall, die ist 20 Minuten entfernt. Kommt man hin, da ist auf jeden Fall deutlich mehr los. Ja. Hier ist, gediegen, familienfreundlich. Ist halt aber auch kulinarisch beispielsweise, muss man sich schon sehr... Er will sagen, einschränken. Ja, das will ich sagen. Es ist halt Arietta, sehr nördlich gelegen, genauso wie Ursula, und es ist einfach reine Fischlokale, Fischspezialitäten. Wer das liebt, der ist hier einfach richtig. Hier wohnen halt in erster Linie noch die Einheimische und die essen halt alle Fisch. Ne? Also Spanier hier, die essen nur Fisch, das kommt hier alles direkt aus dem Meer, das ist alles frisch. Ja. So gesehen super. Wir persönlich stehen jetzt nicht so drauf, zum einen, weil es immer eine Fummelarbeit ist oder in der Regel eine Fummelarbeit. Es ist meistens teurer als Fleisch und es ist in der Regel nicht so ergiebig. Also wenn man sich so einen Fisch des Tages gönnt jetzt hier, dann kostet der 15 Euro im Vergleich zu einem 10 Euro Schnitzel, sage ich jetzt mal. Und man ist danach einfach nicht so satt wie nach dem 10 Euro Schnitzel. Das ist jetzt einfach mal so. Ne? Aber auf jeden Fall Paella und Fisch hast du ja gegessen hier. War super lecker, aber es ist halt dieselbe Speisekarte am einen Ende der Stadt wie am anderen Ende der Stadt. 1:1 übrigens. Ja, ne? genau, also wirklich. 1:1. Es gibt die 5 selben Fleischgerichte, ich glaube Lamm ist immer dabei, ein bisschen Hühnchen und der Rest ist halt Fisch, dann Paella für 2 Personen und noch so ein paar Kinderplatten oder Tapas noch dabei. Ja. Und was wir hier kurz vor knapp noch entdeckt haben, ist so eine kleine Strandbar. Da gibt's für 2,80 einen super Burger, also der ist gewaltig, da ist ein Fleischpatty drauf, da ist Gemüse drauf und noch ein Spiegelei. Also davon wird man eigentlich schon mal gut satt, wenn man sich dann noch für 2 Euro so einen Teller Pommes dazu bestellt. Ja. Ganz geil. Ich habe mir nämlich heute gedacht, warum soll ich mir einen Teller Pommes für 2 Euro bestellen, wenn ich für 2,80 noch einen Burger dazu haben kann. Da habe ich einfach heute mal 2 Burger gegessen. War ganz cool, ja. Direkt daneben ist auch noch eine schöne Bar zum Cocktails trinken. Alles halt wirklich mit Ausblick aufs Meer. Entsprechend auch windig, aber geil. Aber geil. Wenn das Wetter stimmt, immer mal eine Jacke mitnehmen, vielleicht auch mit langer Hose gehen, wenn es sehr windig ist und die Sonne schon weg ist von der Seite. Dann könnt ihr da nichts falsch machen. Mir hat's gefallen. Mir auch. Erstaunlicherweise. Ja.
Definitiv. Ich war sehr skeptisch bei diesem Urlaub, aber wir haben wirklich jeden Tag Programm gehabt, aber da gehen wir auf jeden Fall nächste Woche nochmal drauf ein. Mit einem großen Fazit, mit Top 10 und allem. Freut euch drauf und schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.